Moin Moin, Sebastian hier. Das ist das erste Video auf diesem neuen YouTube-Kanal und ich habe gedacht, ich starte direkt mal mit einem neuen Format. Nennen werde ich das Format wahrscheinlich Back to the Roots, weil es darum geht, dass ich von Null auf beginne mit, ich habe jetzt zwar Ausrüstung dabei, aber ich benutze sie jetzt für das Format nicht, mir anfange ein kleines Camp aufzubauen, wie hier hinten schon jedoch mit Ausrüstung angefangen wurde. Genau, heute werden wir angucken, wie man Survival Shelters baut, jetzt spezifisch in der Umgebung hier und mit den Bedingungen. Viel Spaß! So, als erstes zeige ich jetzt erstmal, was jetzt schon steht und das ist, was ich schon früher mal gebaut habe. Also erstmal hier ist so ein Lagerplatz angefangen zu bauen. Dann hier ist dort, wo ich auch heute drin schlafen werde, falls wir es nicht schaffen werden, das Survival Shelter fertig zu bauen. Hier ist ein Stuhl angefangen, die Feuerstelle mit Sitzstock. Genau, ich zeige euch das mal noch von drinnen, das Shelter. So, hier ist recht geräumig. Und hier noch von der Rückseite ist einfach Moos und dann haben wir Farn von hier, ist recht viel Farn drin. Habe ich noch da drauf gemacht. Genau. Dann da hinten seht ihr schon. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Hier steht so ein Gerüst. Das habe ich vor 3 Jahren vielleicht mal angefangen zu bauen und dann aber wenig Lust gehabt, das weiterzubauen. Vielleicht wird das wieder aufgegriffen, ich weiß es nicht. Genau, das sollte eigentlich so eine Art Wikingerhaus oder sowas werden. Muss ich mal gucken. Hier Holzlager, was ich für das Häuschen hier angefertigt habe. Ja, liegt hier rum, ein bisschen aufgelagert, damit es nicht allzu feucht wird und schimmelt. Dann hier hinten ein Sägestock, oder wie man das Ding auch nennt. Genau. Mein Fahrrad. Sonst gibt es hier eigentlich wenig, was ich noch sagen kann. Was noch vielleicht, wir befinden uns hier in so einem kleinen Stück Nadelwald. Wenn ihr es vielleicht seht, ich weiß nicht, da hinten fängt schon wieder Laubwald an und dort, da hinten fängt auch schon wieder Laubwald an. Da unten ist ein Weg und hier ist auch gleich wieder Laubwald. Also es ist nur so, ich weiß nicht, vielleicht 100 mal 100 Meter, so grob. Aber schönes Fleckchen. Also, starten wir. Genau, starten wir jetzt also. Ich habe gedacht, ich mache das Shelter mal hier zwischen diese Bäume, weil das so wie so ein Kreis wird, ein bisschen gemütlich und da steht noch nichts. Dafür mache ich jetzt erstmal hier den Stuhl ein bisschen auf die Seite und diesen Platz da vorne. Also, let's go! Jetzt hoffe ich, dass es nicht auseinanderfällt. Funktioniert ganz gut. Perfekt. Noch ein bisschen die Äste weg. Perfekt, fertig. Also, jetzt haben wir den Platz hier fertig gemacht und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über Shelterarten und wann man vielleicht, also ich bin kein Profi, aber nach meinen Erfahrungen und meines Wissens, welche man wo einsetzen soll. Also es gibt eigentlich die klassische, die ich jetzt auch hier versuchen werde, ist eigentlich, dass du suchst hier 2 Bäume, die sind jetzt schon eher ein bisschen weit auseinander, aber stört nicht. Dann suchst du dir eine Astgabel, also 2 eigentlich, und klemmst den Ast. Du holst den Querstange, die dann dein Dach, den obersten Punkt vom Dach ist.
die klemmst du mit diesen 2 Astgabeln so an den Baum ran. Ich demonstriere das euch gleich mal schnell. Genau so habe ich das hier gemeint. Drückst mit einer Astgabel den Ast an so einen Baum ran, dann ist er ziemlich stabil fixiert. Und dann gibt es noch die eigentlich so ein Dreibein. Das ist, wenn zum Beispiel wie hier jetzt eigentlich Bäume sehr weit auseinander stehen oder vielleicht auch gar keine Bäume vorhanden sind. Das ist eigentlich genau das gleiche, nur dass du das wie bei dem Stuhl, den ich vorher da weggeräumt habe, nimmst du halt 3 Astgabeln und verkantest die ineinander, sodass sie gut stehen. Da guckst du, dass du 2 kurze nimmst, das ist der Eingang vorne, der höchste Teil, und dann ein langes nach hinten, da schläfst du dann, damit du genug Platz hast. Gut, das sind erstmal die Grundgerüste, die eigentlich hauptsächlich 2 verschiedene von den Shelter-Varianten. Und jetzt, wie schon gesagt, sollte man eben, wenn man Bäume zur Verfügung hat, macht es Sinn, wenn man diese andere nimmt, diese mit den 2 an den Bäumen rankeilen. Oder wenn man einen großen Stein hat, macht man es direkt an den Stein ran, damit man die Hinterseite nicht mehr machen muss. Oder wenn man vielleicht, da hinten liegen so große Bäume, die umgefallen sind, dass man einfach da 2 Äste drauflegt und sich dann unter die legt, dass man so den Baum im Rücken hat. Und jetzt, was aber genauso wichtig ist, wie man das Dach macht. Erstmal, so ein Survival-Shelter-Dach ist nicht wirklich dicht, es ist nur wasserabweisend und fängt Wind und ein bisschen Regen auf. Wenn es schüttet aus Eimern, bringt dir das auch nicht wirklich viel was. Es gibt eigentlich man versucht durch die oberste Schicht das Wasser abprallen und abfließen zu lassen. So nimmt man zum Beispiel jetzt wie hier Farn, der so eine Blätterschicht bildet, wo der Regen drauf prasselt und dann gleich ein bisschen abfließt. Was perfekt wäre Rinde, aber das ist sehr mühsam, geht auch nicht jede Rinde. Genau, dann in einer unteren Schicht probiert man das Wasser, was noch durchgekommen ist, nochmal ein bisschen abzufangen, zum Beispiel durch Laub oder Farn, wenn man zuerst Rinde nimmt, oder Tannennadeln, irgend sowas, dass es nochmal ein bisschen abläuft. Dann zu unterst nimmt man normalerweise Moos, das kann man auch zu oberst nochmal drauf tun, weil Moos kann, wenn ich mich nicht irre, glaube ich, die 7-fache Menge an Wasser aufnehmen. Also das Gewicht von Moos, 10 Gramm Moos kann 70 Gramm Wasser aufnehmen. Das ist sehr viel und das ist im Autobereich und Survival-Bereich sollte man das nutzen. Aber das, wie gesagt, hält nur kleinen und kurzen Regen auf und wenn es schüttet, dann ist es irgendwann auch voll. Genau, das ist eigentlich so das Grobe. Jetzt suchen wir uns erstmal einen langen oben, nicht eine, die hier rumliegen, weil die habe ich mir schon mal zurechtgelegt, sondern wir gehen mal ein bisschen in den Wald und 2 Astgabeln und dann gucken wir weiter. Also ich habe jetzt hier einen Ast gefunden, der relativ gut dran passt. Das ist eigentlich perfekt. Das ist schon eine sehr große Spannweite, aber ist egal. Das kriegen wir schon hin. Dann habe ich jetzt hier einmal eine relativ kleine Astgabel, aber das sollte reichen. Das ist ja ein Survival-Shelter, das ist ja kein Palast. Und hier noch die zweite. Die muss ich noch ein bisschen kleiner machen. Genau. Hier, die werde ich wahrscheinlich nehmen. Also, mache ich die mal kleiner und dann machen wir das daran. So. Nehmen jetzt doch die. Ist ein bisschen besser so gebrochen. Okay, los geht's. So. Genau, dann machen wir jetzt den hier passend ran und drücken jetzt
mit diesem hier drücken wir den Ast hier, wie vorher schon gezeigt, einfach an den Baum ran. Ich mache hier die Äste hier unten mal ein bisschen weg, sonst kann ich den Ast da nicht reinlegen. Stellen natürlich. So. Hier noch ein bisschen. Also es ist echt nicht schwierig, das kann eigentlich jeder machen. Genau. So, hier wieder ranstellen. Und jetzt ist eigentlich das erste ist jetzt schon fertig. Und jetzt kommen wir zum zweiten. So, hier ran. Perfekt. Also kann es nicht gehen. Wenn ich ein bisschen schräg stellen, so bis nach innen, dass es so nach außen drückt. Perfekt. Und jetzt kommen wir zu dem Essen. Ich glaube, ich mache aber in der Mitte, weil es ist doch ein recht langer Ast, mache ich, glaube ich, nochmal eine Stütze ran, einfach, dass es ein bisschen stabiler wird. Also ich habe jetzt hier auf meiner Mitte von dem Querbalken mal eine Stütze gemacht, einfach dass es ein bisschen stabiler ist, weil es doch schon 3 Meter sind, 3 Meter Spannweite. Und jetzt hier auf der anderen Seite habe ich angefangen, ich zeige es euch schnell, hier der hintere, ja hier, angefangen, genau, jetzt muss ich hier noch einfach hinten so das Dach ein bisschen machen, wo nachher auch das Moos und alles aufkommt. Genau, also ein paar Äste suchen, hinten drauflegen, gucken, dass die nicht allzu schwer sind. Let's go. Also ich mache jetzt nicht ein bisschen über die Hälfte, einfach damit nicht so viel wird. Genau, weil 3 Meter brauche ich nicht und das braucht man auch in der Survival-Situation nicht. Je enger man die natürlich stellt und wie viele man davon hat, desto besser ist es auch, desto stabiler. Genau. Ich gucke einfach mal, ich mache mal ein paar ran und dann gehe ich nochmal sammeln. Guck ich vorzu ein bisschen. Also wie gesagt, man sollte jetzt hier für das Grundgerüst sollte man nicht zu viel Zeit investieren. Es ist eigentlich wichtiger, dass das Dach nachher dicht ist, mehr oder weniger, dass auch vor allem der Wind nicht durchzieht, weil das ist auch das eine von den nervigsten und auch energieraubendsten Sachen im Survival. Es gibt dazu auch noch irgend so einen Infektname, das ist, ich blende euch den mal ein. Der Windchill-Effekt beschreibt den Unterschied zwischen der Temperatur und der gefühlten Temperatur bei Einfluss von Wind. Wenn zum Beispiel die Außentemperatur 0 Grad beträgt, aber der Wind mit 20 Kilometer die Stunde weht, fühlt es sich so an, als wäre es ungefähr -5 Grad. Wie man genau auf die Temperatur kommt, spielt nicht so eine Rolle und ist auch nicht ganz so einfach. Wichtig ist nur, dass der Wind einen abkühlt und der Shelter vermeidet das. Auch staut er die Luft, was den gleichen Effekt hat wie am Morgen unter der Decke. Es ist warm. Jetzt geht's aber weiter mit dem Video. Viel Spaß! Genau, das Grundgerüst ist jetzt fertig hier. Ich mache jetzt nicht mehr. Ich kümmere mich jetzt darum, dass ich ein bisschen Moos zusammenkratze. Ein bisschen Tannenäste, da hinten ein bisschen Reisig und so sammeln. Blätter hat es da oben noch. Genau, dann fange ich das mal an abzudecken. Genau, jetzt als erstes müssen wir jetzt Reisig drauf tun, damit die Löcher einfach kleiner werden und damit wir da
kleinere Sachen wie Moos und Blätter drauf tun können. Genau. Genau, wie viele Äste man jetzt da drauf tut, kommt ein bisschen darauf an, was man nachher für Materialien zur Verfügung hat. Ich habe jetzt hier Moos, das einfach flächenmäßig am Boden wächst, und da probiere ich einfach mit den Händen so Teppiche abzuziehen. Es geht ein bisschen in die Unterarme, aber dafür kann ich hier ein bisschen weniger drauf machen, weil die halt ein bisschen größer sind und ein bisschen zusammenhalten. Wenn ich jetzt Laub habe, wenn ich nur Laub habe, das geht auch, muss man das natürlich viel länger machen, weil das sieht man schon, das fällt da einfach durch. Also es kommt ein bisschen drauf an. Ich mache jetzt zuerst Moos drauf, dann reicht das, würde ich sagen. Dann mache ich das ein bisschen flächendeckend drauf, dann ein bisschen Laub drauf und oben noch ein bisschen Tannennadeln oder sowas. Gucke ich, was ich noch finde. Also ihr braucht eigentlich für den auch nicht extrem lange. Ich habe jetzt grob eine Stunde gebraucht für das Grundgerüst. Es sollte wirklich mehr darauf achten, dass ihr nachher viel Moos drauf packt. Das braucht noch mal ein bisschen Zeit. Oder halt Laub. Das muss dicht sein. Damit eben kein Wind durch diesen Effekt, kein Wind an euch rankommt und euch auskühlt. Genau. Gehen wir Moos holen. Ich habe es jetzt fertig gelegt und man hat gesehen, dass es so richtig Teller waren. Ich zeige dir mal schnell, was ich gesehen habe. So. Das ist jetzt schon ein sehr großes, aber so sollte es eigentlich grob aussehen. Genau. Ich zeige euch jetzt mal schnell, was ich sonst noch alles dabei habe. Also erstmal meine Axt natürlich. Da ist mir hier oben, nicht heute, schon ein bisschen länger, die Spitze abgebrochen, aber ja, kann man nichts machen. Genau. Dann habe ich eine Wasserflasche, einen Topf. Hier habe ich mein Essen drin. Bisschen Birkenrinde, die ich mal schon ein bisschen länger gesammelt habe. Eine Jacke. Eine coole Tasse. Und den Rucksack. Der ist riesig, aber es hat eigentlich nur einiges drin. Essen noch ein bisschen mehr Essen. Eigentlich ist nur ein geil fetter Schlafsack drin. Fellschlafsack. Genau. Und hier noch ein paar Handschuhe, falls, keine Ahnung. Eine Säge kann man immer gebrauchen. Und noch ein bisschen Lederband, weil der noch nicht ganz fertig ist. So. Hier sieht man nochmal. Ist schon ein ganz schönes Ding. Das Shelter von vorne, man sieht es gar nicht so gut im Licht. So. Innen drinne sieht so aus. Genau. Und auch von der anderen Seite. Voilà.
Also ich esse noch fertig. Ich erzähle euch dann morgen früh, wie die Nacht war. Ja, gute Nacht. Guten Morgen. Ich bin gerade aufgestanden, habe schnell Feuer gemacht. Und genau, ich wollte von der Nacht berichten. Also am Abend habe ich nochmal so extrem viele Tiere gehört. Ich glaube, man hört es auf den Aufnahmen. Und ich war jetzt fast 12 Stunden in dem Shelter. Habe eigentlich ziemlich gut geschlafen. Also ich bin ab und zu aufgewacht, aber habe schon mehrere Stunden am Stück durchgeschlafen. Ja, ich gehe jetzt gleich Wasser holen, mache ein bisschen was zu essen. Boah, krass. Das ist so eine... Da reiben sich die Tiere dran. Das sieht man richtig. Die Herin ist ab. Und dann so eine Schlammschicht irgendwie. Wildschwein vielleicht? Das war's, mein erstes Video hier auf dem YouTube-Kanal. Das nächste Video wird ein zweitägiger Survival-Trip sein, ohne Essen, minimale Ausrüstung. Das nächste Video zu dem Format Back to the Roots wird über Feuerbohren sein. Wenn du noch Verbesserungsvorschläge zum Schnitt, Dreh oder was auch immer hast, lass mich gerne wissen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.